Eine Bekannte sagte mir, dass sogar christliche Gelehrte nicht mehr an die Bibel glauben. Stimmt das? Das stimmt zum Teil und es hat eine lange Vorgeschichte. Seit Jahrtausenden wurde in Europa über Gott und die Welt philosophiert. In den letzten Jahrhunderten hat es sich so entwickelt, dass Europa immer weniger religiös wurde. Europa verlässt seine Glaubenswurzeln. Einen starken Einfluss hatte diese Entwicklung auf die theologische Ausbildung an Universitäten. Da hat sich seit ca. 200 Jahren vieles verändert. Eine moderne Bibelkritik wurde eingeführt. Was lehren die denn über die Bibel? Hier ist das Beispiel für dieses Kurzvideo. Stell dir vor, du studierst christliche Theologie an einer Universität in Europa und du hast einen Bibeltext vor dir, der von übernatürlichen Dingen spricht. Ein Wunder geschieht, eine Totenauferweckung oder eine Heilung. Oder ein Prophet sagt etwas, das viele Jahre später, nach dem Tod des Propheten, auch wirklich eingetroffen ist. Viele westliche kritische Theologen glauben jetzt aber generell nicht, dass es Wunder gibt. So etwas wie Prophetien oder übernatürliche Heilung, das haben diese kritischen Theologen selbst noch nicht erlebt. Zum Beispiel denken sie sich, es kann nicht sein, dass Gott so gewirkt hat. Also behaupten sie, dass diese Geschichten so nicht wirklich geschehen sind und die Verfasser dies auch gar nicht so darstellen wollten. Solche Wunderberichte seien vielmehr in einem symbolischen oder spirituellen Sinn zu verstehen. Wenn sich eine lange vorher ausgesprochene, eindeutige Prophetie der Bibel erfüllt hat, zum Beispiel die Prophetie auf Jesu Tod in Jesaja 53, dann haben sie vermutet, dass jemand anderes dem biblischen Propheten Jesaja den Text im Nachhinein in den Mund gelegt hat. Gibt es denn Beweise für das, was Sie sagen? Nein. Wie soll ein Mensch beweisen, dass Gott keine Prophetien gewirkt hat? Wie kann ein Mensch beweisen, dass Gott nicht geheilt hat? Er ist doch allmächtig. Und am Beispiel von Jesaja 53 zeigt sich auch durch Jahrtausende alte Schriftfunde, dass dieser Text Jahrhunderte vor Jesus fast genauso existierte wie der Bibeltext, den Christen in den Händen halten. Fast keine Veränderungen gab es. Das kann man mit unterschiedlichen Handschriften nachweisen. Die Veränderungen, die wir finden, sind fast alles kleine Abschreibfehler, die den Inhalt der Bibel selten verändern. Zu der Textkritik, zu den unterschiedlichen Handschriften der Bibel und des Korans, darüber haben wir bereits ein Video veröffentlicht. Die Textkritik bestätigt sogar das, was Christen glauben. Das wird jetzt aber kompliziert. Merkt ihr einfach, dieser Zweifel an der Bibel basiert nicht auf Handschriften oder anderen Funden aus dieser Zeit, es bleiben Vermutungen. Es ist so, wenn du an einer staatlichen Universität, zum Beispiel im Westen, studierst, wirst du meistens skeptischen Professoren begegnen, die nicht an die Wunder in der Bibel glauben. Für deine Hausarbeiten müsstest du die neueste Literatur zitieren und wiedergeben, was skeptische Gelehrte heute denken. Aus den Universitäten kommen dann zum Beispiel die Religionslehrer. Die gehen dann in die Schulen und sie unterrichten einige dieser Vermutungen den Schülern. Viele junge Menschen haben in der Konfrontation mit einem skeptischen Lehrer ihren Glauben an die Zuverlässigkeit der Bibel verloren. Es gibt aber natürlich auch Universitäten und viele theologische Seminare, Professoren und Religionslehrer im Westen, die der Bibel noch Vertrauen schenken. Auch in nicht-westlichen Ländern vertrauen die Mehrheit der Christen darauf, dass Gott in der Bibel durch Träume, Heilung und Visionen eingegriffen hat. Gibt es diese Kritik auch für den Koran? Auf jeden Fall. Es ist paradox. Viele Muslime zitieren gerne diese christlichen Gelehrten, sie benutzen also die moderne Bibelkritik für ihre Argumentation, doch an westlichen Universitäten wird der Koran ähnlich kritisiert. Es ist ja so, auch im Koran heilt Jesus Blinde und Aussätzige. Dort gibt es auch Wundergeschichten. Wenn Muslime also die Kritik christlicher Gelehrte an Universitäten übernehmen, übernehmen sie auch die Kritik an ihren eigenen Schriften. Wenn man den Prinzipien der modernen Kritik als Muslim zustimmt, dann hat der Koran noch viel weniger zu sagen als die Bibel. Zum Beispiel, weil er ohne Zeitzeugen über biblische Propheten spricht und weil er noch viel weiter von den Ereignissen der Bibel entfernt ist als die Schreiber der Bibel. Deshalb bitte ich dich, sei vorsichtig, moderner Bibelkritik zu schnell Glauben zu schenken. Prüfe nach, ob sie Beweise haben. In der Regel sind es nur Vermutungen, die nicht eindeutig bewiesen werden können. Zweitens, glaubst du, dass Gott existiert und in die Welt eingreift? Ich habe ihn selbst erlebt, wie er in mein Leben gesprochen hat. Wenn Gott einmal in dein Leben eingreift, dann wirst du die heutige kritische Theologie mit ganz anderen Augen sehen.
Bete, dass Gott sich dir zeigt. Er wird dir antworten.